Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an, welche Veränderungen der Februar mit sich bringt für das Kollektiv. Also Veränderungen, die verstärkt einfach im Februar da sind, Energien, die zur Verfügung stehen. Und ich bin gespannt. Am Ende dürft ihr noch eine kleine Botschaft auswählen. So, das sind die Herzensangelegenheiten, Blockaden, die uns auf dem Herzen liegen, Hindernisse, das Gefühl, nicht richtig sich zu öffnen zu können. Das kann jetzt hier mit jemand anderen zu tun haben, vielleicht mit jemandem aus unserem Freundeskreis. Möglicherweise auch betrifft es jemanden, der ein bisschen weiter weg ist oder Kilometer von uns getrennt. Oder man hat die Gelegenheit, eben diese Blockaden auf dem kurzen Weg, diese Hindernisse, wo man vielleicht zugemacht hat, auch im Thema Freundschaften oder Liebe oder auch Werten, die das Thema betrifft, zu lösen. Wir haben den Berg im Haus des Klees drin. Da kann es schon mal sein, dass es auch nützlich ist, wenn etwas mal kurzzeitig nicht so funktioniert. Und wir haben den Schlüssel in unserem eigenen häuslichen Bereich. Hier öffnet man sich neue Türen. Hier ist mehr das Gefühl der Sicherheit. Hier ist man vielleicht auch viel unterwegs mit oder zu Freunden oder vielleicht auch mit seinen Tieren. Es kann hier Antworten geben, die viele Lebensbereiche betreffen, aber ich habe das emotionale Feld. Hier ist etwas, das schleppen wir emotional mit uns rum, vielleicht auch schon längere Zeit. Möglicherweise ist es eine tiefe Emotion, die schon aus den Generationen kommen kann, und es geht um das emotionale Aufblühen irgendwo, um das Herz wieder zu öffnen für gute Gefühle. Es ist auch überall da Veränderung, wo das Umfeld mit uns zusammen im Nebel stand, und tatsächlich entwickelt sich aus einem Stillstand raus ein Geschenk. Also das, was längere Zeit auf sich warten lassen hat, kommt jetzt plötzlich, oder es ist eine Sache, die wir nicht gekriegt haben und deshalb als Geschenk dient. Wir haben hier schnelle Kurswechsel. Was mir jetzt zunächst mal auffällt, ist etwas, was zu tun hat mit Blockaden oder Hindernissen beim Unterwegssein. Das heißt, wir schlagen eine Richtung ein und stellen auf dem Weg fest, irgendwie kommen wir da nicht durch, ich muss etwas verändern. Und genau das wird uns dann nachher auch zum Glück verhelfen, dass wir genau den anderen Weg genommen haben, weil sich uns was in den Weg gestellt hat. Es ist eine sehr abmildernde Energie, eine Energie, wo man vielleicht auch mal, ich sage mal, Tempo rausnimmt oder einen Konflikt beendet mit dem Tempo an sich. Ich muss immer schneller, höher, weiter, mehr machen. Streits, die beendet werden können, neue Wege, die entstehen, weil jemand eine ganz andere Richtung fährt. Und wir haben im Haus der Blumen noch die Sterne drin. Also das ist eine wunderbare Energie. Es kann hier tatsächlich darum gehen, das finanzielle Feld neu aufzufüllen. Hier sind stressige Situationen, Unruhe mit dem Thema Geld, Konflikte mit dem Thema Geld. Vielleicht ist auch irgendwo etwas, wo man drauf bezahlt hat oder ja, wo man einfach spürt, man muss sich langfristig eine neue Tür öffnen. Man darf sich für seine Neubeginne durchsetzen. Ich habe eine spezielle Nachricht für uns, die uns unsere schlaflosen Nächte in irgendeinem Bereich wegnimmt,
die uns ins Vertrauen auch zurückbringt, ins Aufatmen. Eine Nachricht, die sehr viel Klarheit bringt, die kann auch emotional sein. Es kann ein Treffen sein, eine Einladung, ein Aufeinandertreffen auf etwas, eine Aussprache. Das kommt vielleicht auch so, dass wir sehen, ich kann es nicht kontrollieren, ich bin im Vertrauen geblieben, auch wenn es mich schlaflose Nächte gekostet hat, aber ist man dann im Vertrauen? Nein, man ist vielleicht eher am Grübeln. Und es ist so, dass hier eine Drehung kommt, die vom Schicksal ein bisschen mitbestimmt ist. Die ist mit sehr viel Ehrlichkeit verbunden. Irgendwie kommt es mir so vor, als ist man an sich sehr vom Außen abhängig, ja? Also von Situationen, wo wir verstehen, dass wir nicht alles beeinflussen können, dass wir an sich drüber nachdenken, wie ist unser eigenes seelisches Fundament bestimmt, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir vielleicht auch aussprechen, ich ziehe mich irgendwo zurück oder ich nehme Distanz zu etwas auf, weil mir die Dinge klarer werden. Ich habe Herausforderungen im Prinzip auch im Bereich der Freundschaften drin. Es können jetzt andere Wege sein, kann vor allem an Menschen gehen, die weiter weg von euch sind oder von uns. Das heißt, das Leben dreht sich, die Leute gehen ihren eigenen Weg und im Prinzip ist es dann so, dass wir vielleicht irgendwo einen Platz haben, der nicht mehr aufgefüllt ist oder mehr Platz haben für uns oder vielleicht auch ein Loch irgendwo empfinden. Hier entsteht ein Neubeginn, der neue Türen öffnet, auch durch das Thema ehrlich sein, authentisch sein, raus mit der Sprache rücken, das, was man zurückgehalten hat, in den Flow zurückzubringen. Hier kann sein, dass wir sehr schnell ein Schattenthema auf den Tisch kriegen, weil ich habe hier so Verlustthemen, das ist jetzt zum Beispiel der Verlust von wichtigen Personen in der Vergangenheit oder von Mutterthemen oder von all den Dingen, wo man schon Federn gelassen hat oder verletzt wurde oder sich auch gehäutet hat. Es kann ein Thema sein mit dem Thema Mutter, Weiblichkeit, Umwege im Leben, unsichtbare, nicht unsichtbar ist nicht das richtige Wort, undurchsichtige Situationen von anderen. Jedenfalls sehe ich eine Situation, die von außen her für Veränderung sorgt und für sehr schnelle Klarheit und Richtungswechsel. Es kann sein, dass hier ist wirklich sehr viel DNA auch schon wieder. Hier sind alle Elternthemen, die es gibt, irgendwo zu sehen. Gleichzeitig aber auch, dass wir eine große Verbindung haben zu jemandem, den wir Geistführer nennen oder vielleicht auch Krafttier oder irgendwer, der uns eine Schulter bietet. Für einige kann sein, sie kennen den auch noch nicht und der bringt erstmal Unruhe mit, aber an sich ist es eine Person, die sehr erdend wirkt oder einem wieder das Gefühl der Wurzel gibt. Wir haben in unserem eigenen Haus die Sonne drin, einen Energiewechsel. Wir haben im Haus des Gegenübers die Transformation drin. Hier können Herausforderungen sein, die unseren Partner betreffen, eine partnerschaftliche Programmierung, eine Transformation, die vielleicht auch wieder erdet oder etwas in Bewegung bringt. Ich sehe hier Unterstützer auf jeden Fall. Es können Berater auch sein oder
Menschen, die einfach ein großes Verständnis für uns haben, eine breite Schulter. Es sind berufliche Veränderungen zu sehen. Das betrifft im Prinzip Familie und Freunde. Wir haben hier die Berufskarte im Haus der Familie drin. Heißt natürlich auch, dass wir an Familienthemen arbeiten, dass wir vielleicht gute Früchte daraus ziehen, dass sich endlich etwas lohnt, was wir hier an Werten auch haben. Möglicherweise ist es bei vielen tatsächlich so, dass sie beruflich unterwegs sind oder mit Menschen oder zusammentreffen, die im beruflichen Bereich eine Veränderung mitbringen können. Was ich hier aussehen kann, sind Veränderungen im häuslichen Bereich. Ne? Das können Umzüge sein, berufsbedingte Umzüge, oder dass man einfach sagt, ich fühle mich hier nicht mehr so. Man sieht tatsächlich im häuslichen Bereich neue Türen aufgehen. Es ist hier so im Prinzip eine Lektion, die wir gelernt haben, eine Prüfung, die wir bestanden haben. Ich sehe im beruflichen Bereich auch neue Möglichkeiten, sich langfristig verbindliche Dinge mitzubringen. Das kann jetzt tatsächlich von einem Gegenüber ein Auftrag sein, ein Chefwechsel, eine Person, die eine Idee hat, ein Kollege, der mit neuem Wissen auf uns zukommt. Für einige ist es auch die Arbeit an oder im Zuhause. Das kann ich hier auch wahrnehmen. Es sind finanzielle Entscheidungen zu treffen. Die können jetzt mit Ämtern oder Behörden zu tun haben oder auch mit den Selbstständigen unter uns. Der Turm liegt hier im Hause der Sicherheit drin, des Erfolges. Allerdings sieht man auch Umstrukturierungen bei den Selbstständigen. Und es kann sehr viel auch um die Arbeit des Gegenübers gehen. Der ein oder andere hat hier vielleicht auch Entscheidungen im Beziehungsbereich liegen. Man sieht, dass sich hier auch neue Menschen auf den Weg machen können oder, sag's mir schnell, die vergangenen Personen Einfluss nehmen. Das muss gar nicht auf der Erde sein, das kann auch energetisch sein. Gespräche, Erinnerungen, Verborgenes, was da noch so rumsitzt und sich nach oben befördert. Was dem Ganzen hier nichts ausmacht, weil wir haben hier tatsächlich die Energie, dass man sich durchsetzt, dass man möchte, dass ehrliche Worte gesprochen werden, dass man vielleicht unschlüssig ist, wie viel Wahrheit die anderen vertragen, aber das sollte uns hier im Prinzip egal sein im Februar. Bei den Selbstständigen ist es hier auch so, dass sie überlegen dürfen, wo investieren sie was, wo können sie im kleineren Bereich etwas verändern, das größere Wirkung hat. Also dieses Gefühl von, ich fühle mich sicher, ich treffe gute Entscheidungen. Ich habe, dass wir auch irgendwo einen schicksalshaften Kampf beenden, der mit Familie, Beruf und vor allem dem Gegenüber zu tun hat. Wenn ihr kein Gegenüber habt, könnte sich hier jemand auf den Weg machen. Es könnte über den beruflichen Bereich sein. Aber ich sehe tatsächlich auch Umbruch bei vielen, die Partner haben mit dem Thema Beruf. Also dass diese beruflichen Umbrüche auch mit dem Partner zu tun haben. An sich dienen sie hier aber einem Konstrukt, das sehr gute Wege mitbringt, gute Möglichkeiten, neue Erfahrungen, aber auch so ein Gefühl von, es hat jetzt die längste Zeit gedauert, ich kann mit etwas Frieden schließen. Für einige von uns wird die körperliche Anziehungskraft auch wieder ein Thema sein. Für einige, ich nenne euch alle Szenarien, kann es tatsächlich auch sein, dass sie
im beruflichen Bereich jemanden kennenlernen oder so, den Sie sehr anziehend finden auf der körperlichen Ebene, der zugleich auch Türöffner ist für andere Dinge. Ich habe ja hier dieses emotionale Blockiertsein in irgendeinem Bereich, das heißt, man öffnet sich wieder, man kann hier verbindlicher sein, es zeigt sich etwas, was aufblüht. Wir haben hier eine Doppeldeutung drin, die ich sehr interessant finde. Ich brauche gerade mal meinen Stift. Hier liegt der Berg im Haus des Klees und hier liegt der Klee im Haus des Berges drin. Ne? Also es geht um kleinere Dinge, Kleinigkeiten, vielleicht auch mehrere Plätze, bei denen es immer wieder Hindernisse gibt. Und wir gehören dazu. Es geht um uns, wir liegen in der Mitte des Kartenblattes und wir können dem Ganzen auch den Rücken zudrehen, ehrlich zu uns selber sein und verstehen, was hier eigentlich Phase ist. Ein bisschen kann ich sehen, dass hier Nähe- und Distanzthemen eine Rolle spielen und dass wir selber sehr stark vom Außen abhängig sind. Und da ist es vielleicht auch wichtig, den Konflikt zu setzen oder das für sich einstehen. An sich ist hier im Haus der Entscheidungen und Wege und Möglichkeiten das Kind drin. Also die Kinder, die Neubeginne, das eigene innere Kind. Und es mag sich vielleicht noch ein bisschen komisch anfühlen, aber es gehört zu unserer Lebensaufgabe oder auch zur Lebensreise an sich. So, wir haben hier an sich die Reise, gerade habe ich davon gesprochen, und wir haben uns selber. Und wir haben unterm Deck den angenehmen Brief mit drin. Wie gesagt, es ist eine Legung, da geht es sehr viel um uns selber, denn wir legen uns in die Mitte des Kartenblattes rein. Das ist das, was uns am Herzen liegen sollte. Mit der Reisekarte kann es tatsächlich sein, dass es ums Reisen geht, dass es um Fortbewegung geht oder auch um Fortbewegungsmittel. Möglicherweise machen die ein oder anderen Urlaub, Auszeit. Man bewegt sich, man ist körperlich unterwegs oder auch mental. Hier nimmt man auch Abstand irgendwie vom Alltagsgrau. Man hat sowas wie Reiselust oder Fernweh. Aber hier kann auch tatsächlich sein, dass, und das sehen wir hier genau, etwas, wo wir denken, es kostet mich vielleicht ein bisschen mehr als gedacht. Es kann mental sein, es kann aber auch finanziell sein, dass man hier da gute Entscheidungen trifft. Ne? Was ich hier sehe, man öffnet sich hier auch neue Türen. Das ist nur so ein Nebenbefund. Und es ist eine sehr schnelle Energie, weil es ist schon die nächsten 7 Tage verfügbar und auch im Frühjahr noch. Hier sind alle Arten von Kommunikation, Konversation, Kontakte. Hier ist es vielleicht auch gut, wenn man gute Buchführung macht, wenn man sich mit einem Haushaltsbuch beschäftigt zum Beispiel oder auch im beruflichen Bereich auf die Bücher guckt. Hier ist Kommunikation wichtig oder Redegewandtheit und es geht viel um neue Infos. Und das mag so sein, dass wir uns die genau angucken und sich das zunächst mal komisch anfühlt. Aber die Schicksalskarten hier unten, die sind bestens. Ne? Schauen wir mal, was das Krafttier uns noch mitgibt. Oh, jetzt habe ich aber schon lange gequatscht. Manchmal ist es so. Das Chamäleon. Es geht um die Energiewahrnehmung, um das Beobachten, Prüfen, Reinfühlen, bewusste Lenkung von Energie, Signale senden. Hier geht es ein bisschen um den ganzheitlichen Blick für alle Dinge. Man guckt genau hin, man passt sich vielleicht auch ein bisschen der Umgebung an. Im Prinzip ist das ja auch ein kleiner Drache, ja, das Chamäleon.
Und es geht um die feinen Sinne, ne? Um dieses zwischen den Zeilen lesen, um die Intuition, um den 7. Sinn, um die Emotionen, die Gefühle, die hier ja, hochkommen und wir sie auch richtig deuten sollen. Und wir lernen, dass wir eben ins große Ganze eingebunden sind und uns trotzdem innerlich und äußerlich harmonisch und individuell fühlen dürfen. Und man öffnet sich für ungeahnte Möglichkeiten. Man macht sich auf die Reise, man lässt die Begrenzung hinter sich. Wunderbar, ihr Lieben. Denkt dran, wir haben in unserem eigenen Haus die Sonne drin. Das ist die klassische Ja-Karte für die Dinge, die gute Energie, die Kreativität auch und das gute Bewusstsein. Ich wünsche euch jetzt viel Input und Energie für eure neue Lebensreise und für das, was uns hier erwartet. Und ihr dürft noch dranbleiben für eure Veränderungen im Februar. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Dann schauen wir Veränderungen für euch, für uns, die mit welchem Thema einhergehen für den Februar. So, ihr Lieben, sucht euch eine Seite aus oder besetzt sie mit Themen. Ich kann mich schwer entscheiden, mal wieder. Ich nehme diese Seite. So, eine Zeit, um Trost zu empfangen, um zu genesen. Und wir haben das Thema Gemeinschaft mit dem uralten Wald. Und wir haben für unser Füllebewusstsein die Worte der Fülle. Hier geht es darum, dass wir im Februar die Fähigkeit, Fülle zu manifestieren, besonders haben, indem wir eben die Worte so wählen. Wir können zum Beispiel unsere finanzielle Situation und die der Welt mit liebevollen und optimistischen Begriffen besetzen. Und das ist genau das, was wir für uns selbst und andere auch manifestieren und realisieren. Also zu sagen, ich habe dies oder das nicht, ist vielleicht ungünstig. Dankbar auf das zu gucken, was Fülle mitbringt oder ja, wo wir sagen, ich bin stolz auf mich oder auf eine Gabe von mir, die mir Fülle bringt oder auch auf tatsächlich irgendetwas, was man an Fülle um sich herum hat. Also es ist ein Monat, wo wir eine Zeit erleben, die Veränderungen mitbringt auf den Bereichen, wo wir wirklich Genesung brauchen, wo wir ein Trostpflaster kriegen. Hier ist es auch so, dass wir so ein Netzwerk haben. Ne? Der Wald hat ein gutes Wurzelnetzwerk. Und die Veränderungen bringen mit, dass wir überall um uns herum Hilfe haben, auch wenn wir sie bewusst nicht wahrnehmen können. Wir dürfen zulassen, dass wir unterstützt werden oder auch andere dazu ermutigen, zu unterstützen. Uns unter die Arme greifen lassen, vielleicht auch dafür wieder Worte zu finden, dass man da sehr dankbar ist. Und wir dürfen uns gewahr sein, dass wahre Familie sich nicht allein über DNA oder Blutsbande ergibt. Denn manchmal sind eben Familien oder Freunde oder Wahlfamilie, wie man es nennt, Seelenfamilie, die unsere Leute sind, die uns zur Seite stehen, die uns unterstützen, weil sie uns annehmen und an uns glauben. Und auch da gibt es die reden und es gibt die Tatkraft haben. Beides wird manchmal gebraucht.
Ja, und man darf ja in dem Monat tatsächlich auch mal um Hilfe zu bitten, dass man seine Fülle manifestieren kann. Diese Veränderungen bringt der Februar uns mit. Dann nehmen wir die andere Seite. Ihr habt hier die unerschöpflichen Ideen, auch das Weitergeben von euren Freuden und hier die Freude an sich. Ne? Hier habt ihr Freude, hier dürft ihr diese Freude weitergeben an jemanden, mal jemanden eine Freude machen. Da zieht man selber auch mit raus, gute Energie. Und im Februar bringen die Veränderungen für euch mit, dass ihr umfassend Zugang zu Ideen oder Strategien habt, die Segen mitbringen. Ihr werdet göttlich geführt, ihr dürft dann aktive Schritte machen, um die Ideen auch auf die Welt zu bringen. Und es ist tatsächlich so, dass euch Freude erwartet. Hier ist es tatsächlich auch eine körperliche Emotion. Man klatscht in die Hände, man hüpft hoch, man verbringt Zeit mit anderen, man erlebt Freude, man hat wieder kreative Schübe. Hier ist es, glaube ich, wichtig, dass ihr die gute Stimmung mit anderen teilt. Es muss doch nicht mal irgendetwas sein, was man materiell hat. Man muss sich hier auch nicht zusammenreißen. Man gibt dem Moment sein Glück rein und man versucht ihm hier und jetzt das Spaß haben. Und es ist irgendwie eine Stimmung, die andere mitnimmt. Man ist spontan, man ist ein bisschen ausgelassener als sonst. Und ja, aus dieser Freude heraus entwickeln sich hier kreative Möglichkeiten für eure Fülle. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.